837.000 Hefte pro Ausgabe verkaufte die Autobild im Jahre 1998. Heute sind es 108.000. Und die Autozeitung schaltet ihre Webseite ab. Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es um die 3 großen Automagazine. Was treiben die da eigentlich? Außerdem habe ich wieder ein paar Car-News aus aller Welt für euch zusammengestellt. Als Autoinfluencer ist mein Verhältnis zu den 3 großen Printmagazinen der Branche, der Autobild, der Autozeitung und der Automotorsport, durchaus gespalten. Als Kind der 70er Jahre mag ich Print. Ich habe gerne Zeitungen in der Hand und ich lese auch sehr gerne. Ich habe sogar ein paar Abos. Ja, heute noch, 2026. Gerade in der Anfangszeit als Auto-YouTuber haben die Printler aber kaum eine Gelegenheit ausgelassen, uns bei der Industrie madig zu machen und dabei zeitgleich bei uns abzugucken. In den Jahren meiner Tätigkeit habe ich viele der Printerkollegen kennen und ein paar auch sehr schätzen gelernt. Ich habe mir immer mal wieder eine Autozeitung gekauft, also Autozeitung, die Autozeitung, weil ich ein großer Fan der Geschichten vom Kollegen Johannes Riesinger bin. Dirk Branke aus dem Testteam der Autobild ist für mich ein ganz großer und Jochen Knecht, ehemaliger Chefredakteur des Digitalzweigs der AMS, war stets ein spannender Sparringspartner. Wer hier also die große Abrechnung erwartet, sorry, ich hege keinen Groll, ich beobachte aber interessiert. Seit 2010 heißt es ja immer mal wieder, Print ist tot. Sehe ich nicht, möchte ich auch nicht sehen. Ein Zukunftsforscher prognostizierte 2010, dass es 2030 in Deutschland keine Zeitung mehr geben wird. Das wäre in 4 Jahren. Schauen wir einfach mal auf die Zahlen. Die Autobild hatte 1998 eine verkaufte Auflage von 837.000 Heften pro Ausgabe. Im Frühjahr 2026 sind davon noch 108.000 geblieben. Ein Minus von 87%. Die Automotorsport fällt im gleichen Zeitraum von 508.000 auf 302.000. Also minus 41%, wobei die Auflage seit 10 Jahren erstaunlich stabil bleibt. Die Autozeitung liegt 1998 bei 118.000 Heften, erreicht 2002 ein Hoch von 213.000 und steht heute bei 74.000. 2/3 vom Gipfel weg. Die Zahlen sind öffentlich einsehbar bei der IVW, der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern. Getragen von Medienunternehmen, Werbetreibenden und Agenturen, die damit prüfen, wie viele Hefte wirklich verkauft werden. Böse Zungen könnten jetzt meinen, es sei ja heikel, wenn die Verlage sich selbst überprüfen. Da darf ich vielleicht auf das Jahr 2001 hinweisen, als die Motorpresse, der Verlag der AMS, bei 16 Titeln die Zahlen geschönt hatte. Der Verlagschef musste gehen und der Verlag für ein Jahr aus der IVW sich verabschieden. Das zeigt aber auch vor allem eins: Auflage oder wie wir heute sagen, Reichweite war in dieser Branche schon immer sehr wichtig. Manchmal eben zu wichtig. Merkt euch das Wort Reichweite, es kommt nochmal vor. Dazu noch ein Nebensatz, weil es mich auf der Wikipedia-Seite der Autobild angelacht hat. 1986 kostete das Heft zum Start 30 Pfennig. Das wären heute 35 Cent. Heute kostet die Autobild 3,70 €. Selbst gegen den regulären Preis von 1 Mark damals hat sich der Preis des Heftes inflationsbereinigt verdreifacht. 72 Seiten hatte die Erstausgabe, 82 Seiten die Ausgabe vom 6. August 2026. Die AMS kostete 2018 noch 4,20 €, heute 4,90 €. Inflationsbereinigt ist das Heft damit sogar ein Tick billiger geworden, bei stabiler Auflage. Auflage runter, Preis hoch, gilt also nicht für alle. Wohl aber, dass immer weniger Leute die Zeitung kaufen wollen. Und wer nicht mehr zahlt, zahlt woanders. Dazu gleich mehr. Verständlich ist die Entwicklung auf jeden Fall, denn seit 2010 haben sich die Werbebudgets ja ordentlich von Print nach Online verschoben. Und da haben die 3 Großen seit 2013 eben auch schön aufgerüstet. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir damals als kleine Blogger mit unseren kleinen Blogs, mit unseren kleinen Fahrberichten bei Google stets vor den großen 3 gelistet wurden. War eine lustige Zeit, dauerte aber nicht lange an. Das Digitalgeschäft sollte ja ein Teil der Rettung sein. Darum war ich vor ein paar Tagen nicht nur erstaunt, sondern tatsächlich schockiert, als ich lesen musste, hatte das neulich auch in den Car-News, dass die Autozeitung ihr Online-Angebot einfach einstellt.
Der Bauer Verlag, bei dem die Autozeitung erscheint, hatte 2019 noch ausgerufen, aus der Autozeitung eine Multimedia-Marke zu machen. Mit seiner Digitaltochter Bauer Excel Media. Dieser Laden schließt zum 30. September. 160 Leute raus und damit auch die Online-Redaktion. Von Bauers Webseiten bleiben noch 3 übrig: Lecker, TV Movie und Astrowoche. Autozeitung ist nicht dabei. Bemerkenswert ist auf jeden Fall die Begründung. Ich zitiere die Pressemitteilung des Verlags. Technologische Entwicklungen, insbesondere der rasante Fortschritt im Bereich künstliche Intelligenz, verändern die Art und Weise, wie Nutzer Inhalte konsumieren. Informationen werden zunehmend über Plattformen bereitgestellt, ohne dass Nutzer Publisher-Webseiten besuchen. Parallel geraten etablierte Monetarisierungsmodelle, ist aber auch ein Wort, durch veränderte Werbemärkte und intensiveren Wettbewerb weiter unter Druck. Das ist ja schon fast eine Bankrotterklärung, oder? Krass. Hier hat das digitale Print nicht gerettet. Hier ist Print das, was übrig bleibt. Dabei hatte die Autozeitung mit Leslie Schraut eine kompetente Kollegin am Start, die quasi im Alleingang YouTube und Instagram bediente und dort aufholte, wo die Autozeitung lange ein Defizit hatte. Anfang 2025 wechselte Leslie zur AMS und war dort, zumindest wenn ich die Veröffentlichungen ansehe, erstmal monatelang kaum zu sehen. Sowas kennen wir ja sonst nur vom Fußball, gekauft und auf die Bank gesetzt. Immerhin habe ich mit Freude festgestellt, dass sie nun wieder regelmäßig auftaucht und sendet. Parallel wurde bei der AMS das Kölner Team, das rund um Alexander Bloch die Inhalte für PayTV und YouTube produzierte, ich habe kein besseres Wort, umgebaut. Björn Sasse und als Kopf der YouTube-Autoredaktion von der Autobild.com Dennis Petermann sind heute die Gesichter von PS, das Automagazin bei NTV. Alexander Bloch sieht man auf dem AMS-Kanal kaum noch, dafür umso mehr auf dem Kanal von Vox, Automobil. Andere wechselten die Seiten zu Hersteller und Agentur. Das Restteam veröffentlicht unter Fahne der Motorpresse, also immer noch der gleiche Verlag, auf dem YouTube-Kanal Fahrvergnügen weiter Reviews. Dort findet man auch die Videos von Christian Menzel. Und eben seine Videos und die von Alexander Bloch haben den AMS-YouTube-Kanal getragen. Alle 3 großen Verlage fahren mit ihren YouTube-Kanälen heute eine Alle vor die Kamera, die wollen Strategie. Das bringt Durchsatz, aber in der Social-Media-Welt funktioniert es eher nicht, weil Leute Menschen abonnieren, keine Logos. Die Marke hält, noch. Die Menschen, die der Marke ein Gesicht geben, zerstreuen sich. Aber nicht nur das, auch im Print bleibt Bewegung. Nicht überall, wo Autobild draufsteht, ist noch Autobild drin. Seit dem 1. Januar 2025 verlegt Springer die Ableger der Autobild, Autobild Classic, Autobild Sportscars und Autobild Reisemobil nicht mehr selbst, sondern hat die Titel an die B&M Publishing GmbH in Schwabach lizenziert. Das sind quasi dieselben Leute, die als Anzeigenvermarkter B&M Marketing GmbH die Autobild seit 2020 vermarkten. Der Vermarkter wird also Verleger für die Titel, die der Verlag nicht mehr verlegen will. Das Ganze ist nicht heimlich passiert. Die Kommunikation lief über Branchendienste und LinkedIn. Vom Springer selbst gab es dazu, meines Wissens, aber keine Meldung. Im Zuge des Umbaus wurde die Autobild Allrad schon 2023 eingestellt und 2025 ist ein Großteil der Redaktion von Hamburg nach Berlin gezogen, unter das Dach der Bild quasi. Und die Bild, die Autobild und auch die lizenzierten Titel bedienen sich bei ihren Online-Angeboten jetzt einer technischen Neuerung, die Datenschützer nur bedingt gutheißen. UTIC, also U-T-I-Q, heißt das zweischneidige Schwert. UTIC wird gerne als Super-Cookie bezeichnet. Dabei wird das Fatale heruntergespielt. Ein Cookie wird von deinem Browser auf deinem Gerät gespeichert. Du kannst es lesen oder löschen. UTIC ist ein Joint Venture mit Sitz in Brüssel, an dem die Deutsche Telekom, Orange, Vodafone und Telefonica beteiligt sind, also deine Internetprovider. Bei UTIC werden IP-Adresse und Rufnummer verwendet, um eine pseudonyme, also anonymisierte Kennung zu erzeugen. Und die liegt auf deren Servern, nicht auf deinem Gerät. Die wissen also nicht, wer du bist, aber wo du bist, was du nutzt und was du tust. Es gibt zwar die Möglichkeit zu sagen, ich will das nicht, aber dieser Widerspruch gilt nur für ein Jahr. Dann musst du ihn erneuern. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Ne? Ja,
Jedes Jahr neu. Um die Autobild-Titel heute online lesen zu können, musst du entweder 3,99 € im Monat bezahlen oder eben Werbung ansehen und deine Daten preisgeben. Björn Habiger, ihr kennt ihn noch von AutoHub, hatte unlängst auf LinkedIn darauf aufmerksam gemacht, dass man mit dem Klick alle akzeptieren bei den Springer-Medien zudem bestätigt, er liest das schon, also außer Björn, dass einem auch politische Werbung zugespielt werden darf. Man muss das nicht schwierig finden, kann man aber durchaus. Björn bemängelt außerdem, dass der Kopf der Autobild-Seite zu 90% aus Werbung besteht. Dass er mit seinen Beobachtungen einen Nerv getroffen hat, zeigt meines Erachtens der Kommentar unter seinem Beitrag von Stefan Müller, Gründer und Geschäftsführer der B&M Marketing GmbH. Ich zitiere: Mann, oh Mann, wie arm ist das denn? Als Meldung aus der Bedeutungslosigkeit. Verärgert, dass Autobild immer noch Qualität und Reichweite bietet? Ich denke, kein Kommentar oder einer auf der Sachebene wäre hier besser gewesen. Reichweite. Da ist das Wort wieder. Denn wenn ein Verlag seinen Lesern die Wahl lässt zwischen 3,99 € und der Telefonnummer, die dich transparent macht, dann ist die Frage nicht mehr, ob Print stirbt, dann ist die Frage, was da eigentlich noch verkauft wird. Und trotzdem, wir brauchen die Kollegen aus den Verlagen, aus Verbrauchersicht. Was hilft es dem potenziellen Kunden, wenn 3 Trillionen Auto-Influencer im sonnigen Spanien zeigen, wo sich der Scheibenwischerhebel befindet, wenn erst ein Dirk Branke auf seiner Teststrecke in Deutschland eben dieses Fahrzeug ans Limit bringt und Unzulänglichkeiten am Fahrwerk feststellt? Den Influencern fehlt die Expertise oder Möglichkeit. Die Verlage haben die Personen und die Möglichkeit, müssen aber auch ihre Budgets konsolidieren. Die Herausforderung für die Verlage ist immens. Die Industrie will Reichweite, der Großteil der Zuschauer und Leser will immer nur das Neueste vom Neuesten. Früher klappt es noch mit dem Spruch, Qualität zahlt sich aus. Heute muss man sich eben mehr einfallen lassen. Ich möchte jedenfalls nicht tauschen. Eckart hat mir gerade erzählt, wie angetan er von seinem Testwagen, dem Facelift vom Cupra Born ist. Ich mag den kleinen deutschen Spanier ja auch durchaus. Was kostet der eigentlich im Leasing? Das erfahrt ihr, wenn ihr auf den ersten Link hier unter dem Video klickt. Dann seht ihr die Leasingangebote meines Partners leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing. Das preiswerteste Angebot, was ich hier finde, liegt bei 329 €. Keine Förderung eingerechnet. Dafür gibt es auf der Filterseite einen neuen Schalter. Super. Auf der Detailseite stelle ich meine üblichen 20.000 Kilometer und 36 Monate ein und lande bei einer Rate von 395 €. Schaut euch auf der Detailseite in Ruhe die Ausstattung, die Basisdaten und auch die Informationen zur Förderung an. Vergesst aber auch nicht ganz nach unten zu scrollen. Zum einen seht ihr dort den Verbrauch, zum anderen auch, welche einmaligen Kosten auf euch zukommen. In diesem Fall sind es 1.450 €. Wenn die Leasingrate für euch passt, bestätigt das und dann müsst ihr nur noch eure Stammdaten eingeben, damit der Händler euch kostenlos und unverbindlich euer ganz persönliches Angebot zukommen lassen kann. Alternativ schaut mal in die Deals. Das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper. Ihr erreicht sie über den zweiten Link unter diesem Video. Vielleicht ist ja für euch auch was dabei. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Und dann habe ich wieder Car-News aus aller Welt für euch zusammengestellt. Die Politik möchte ja gerne diskutieren, wie man die Chinesen von der BAFA E-Auto-Prämie fernhalten kann. Ökoscore ist ein Weg. Geely will künftig auch Fahrzeuge seiner Premium-Marken in Deutschland in den Werken von Volvo in Schweden und Belgien bauen. Zudem ist ein weiteres Werk in der Slowakei in Bau. Welche seiner zahlreichen Marken gemeint sind, ist hier nicht überliefert. Mit Ford will man dazu noch in einem Werk in Spanien kooperieren. Im Letzteren will man den Geely EX2, Chinas erfolgreichstes Auto 2026, produzieren. Bleibt die Frage, ob man Baugruppen nur zusammensteckt oder Fahrzeuge wirklich baut. Meine Quelle carnewschina.com. Die 12. Saison der Formel E hat ihr von uns unbeachtetes Ende gefunden. In der Fahrerwertung gewinnt der Deutsche Pascal Wehrlein auf Porsche. Die Schwaben sichern sich auch die Herstellerwertung. Erfolgreichstes Team war Jaguar TCS Racing. Ich finde es so witzig, dass wir die Autonation vor dem Herrn sind, aber Motorsport in Deutschland nur ganz partiell Gegenliebe erfährt. Liegt vielleicht an unserer Autobahn. Zur nächsten Saison ändert die FIA aber einiges. Unter anderem werden die Boliden deutlich potenter. Und Opel ist dann dabei.
Guckt jemand von euch Formel E? Continental ist ja jetzt nur noch Reifenhersteller. Auf der Presseseite sieht das für mich richtig lässig aus. 2 Meldungen untereinander vom gleichen Tag. Continental erweitert Aero 111 um neue 32 mm Variante. Fahrradreifen also. Und direkt darüber dann Continental auf der Steinexpo 2026. Spezialreifen für den harten Einsatz im Steinbruch. Und damit ihr nicht nur über meine kindliche Freude milde lächeln könnt, noch ein Satz, den ihr beim nächsten Treffen mit den Jungs raushauen könnt. Statt der steht ja hoch wie ein Bus da, eher, oh, fährst du den LD Master Rock von Conti? Wird da gezeigt in der Dimension 3565 R33. Übersetzt ins Pkw-Deutsch 889-65 R33. Und vielleicht kann mir jemand noch etwas erklären. Wir schreiben das Jahr 2026. Für die einen ist es mal wieder ein heißer Sommer, für die anderen die direkten Auswirkungen einer Klimakrise. Egal zu welchem Lager man sich zählen möchte, es war ein heißer Sommer. Die Autohersteller sitzen in ihren klimatisierten Büros und denken so, Black is beautiful. Gab's auch lange nicht mehr. Nach Kia, Hyundai und Cupra kommt jetzt auch Smart mit einer Black Collection für alle 3 Modelle. Ich zitiere, sie reagiert auf die steigende Nachfrage nach markanteren und sportlicheren Designs im Elektrofahrzeugsegment und setzt diese in ein stimmiges Gestaltungskonzept um. Gesamtkonzept schwarz, alles klar. Zudem gibt es den Hashtag 5 in der Premium-Ausstattungslinie jetzt auch mit dem Allradstrang. Und einen habe ich noch. Jens, hör zu. Der war tagelang am Schwärmen von seinem R5 E-Tech Testwagen. Der wird jetzt nämlich günstiger, Jens. Renault senkt die Preise aller Ausstattungslinien um 1.710 €. Oder wie es BYD formulieren würde, um 7.710 €. Mit E-Autoförderung. Der preiswerteste R5 ist jetzt ab einem Listenpreis von 26.290 € zu haben. Dazu werden die Ausstattungslinien zum Teil auch noch durch neue Features aufgewertet. Nennenswert finde ich die nun serienmäßige Belüftung der Ladeschale ab der Ausstattungslinie Techno. Zudem gibt es 2 neue Farben, Rot und Grau. Zum Ende jeder Sendung noch etwas Schönes wie versprochen. Ich habe gerade erst ein Angebot ausgeschlagen, als Kameramann zu einer Fahrveranstaltung in die USA mitzukommen. Ich persönlich fühle mich in den USA aktuell weder willkommen noch sicher. Mein Herz blutet ein wenig. Und gegen das Fernweh habe ich ein feines Video für mich und auch für euch, wenn es euch ähnlich geht. Ein 4 Stunden langer Zeitraffer einer Coast-to-Coast-Fahrt mit Sprungmarken. Den kann man schön nebenbei laufen lassen oder auch in Etappen schauen, wenn man die Route kennt und Erinnerungen auffrischen möchte. Wer mir etwas zusenden möchte, alle Links zur Show und weiterführende Informationen findet ihr über den Link zu unserer Homepage im Videobeschreibungstext. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.